Die Wolfsburger Festspiele gehen weiter. Ob ich mich hier mit der Hertha besser schlage als in meiner Eintracht-Karriere, werdet ihr in diesem Video sehen, wer da dran bleibt. Wäre auf jeden Fall sehr wichtig und wäre auch sehr schön und wäre halt völlig überraschend. Also was wir momentan für eine Hinrunde hier abliefern, das ist Wahnsinn. Ja, nicht nur, dass wir ab Winter wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Vor allem, weil wir jetzt auch 2 richtig gute Jugendspieler haben. Weißt du, jetzt sendet uns unser Scout richtig geile Jugendspieler, die eventuell einen guten Wert haben können. Ja, ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, aber einen hohen Wert haben sie schon mal. Und dann haben wir einfach kein Geld zur Verfügung, die zu holen. Naja, Winterpause ist ja bald. Wir stehen weiterhin oben. Wolfsburg ist aber auch nur ein paar Punkte hinter uns. Sie sind, glaube ich, 9. bin ich der Meinung. Deswegen, also hier heute ein Sieg, das wäre richtig schön. Das wäre überragend. Und ich sehe uns auch gar nicht so chancenlos. Das Ding gegen Bochum noch gedreht in fast letzter Minute. Davor in Mainz 0-0. Also wir sind momentan seit ein paar Spielen ungeschlagen. Ich hoffe mal, dass das heute so weitergeht. Ja, wobei Wolfsburg ist immer ein gefährliches Pflaster und immer eine unangenehm zu spielende Truppe. Und so geht es auch hier mit Ramele mit Ding Dong nach 10 Minuten los. Und halt auch wieder zu einfach. Das ist einfach nicht zu erklären. Guck mal, hier ist die Lücke da rutscht dann Bradley ein, dann fehlt Kempf. Der grätscht dann auch, als es eh schon zu spät war und Obig im Tor. Wie gesagt, ist halt machtlos. Ah, und Adli. Der Leverkusener Adli. Wahrscheinlich mit seinem ersten Tor. Nein, zweites Tor im 6. Spiel. So oft spielt er nicht. Der spielt immer nur gegen Mannschaften. Ja, so wie gegen die Hertha. Nun gut, also Wolfsburg auch in so einem 4-3-3. Natürlich, selbstverständlich, so wie wir. Aber schauen wir mal. Forbes gegen Baku. Der ist auch sehr gut drauf. Forbes, obwohl der halt unter anderem gegen Mainz auch wieder eine XXL-Chance vergeben hat. Aber trotzdem, der wird. Mal gucken aus dem Freistoß. Ja gut, Olaru, wen haben wir denn in der Mitte? Ich bringe den einfach mal blind hoch rein. Was soll's? Mehr als vorbeigehen geht nicht. Vielleicht geht er ja trotzdem irgendwo rein. Serda. Ja, kommt nicht ran. Ja, ihr seht da oben, das spitzt sich auch zu. 4 Punkte Unterschied, 3 Punkte, 2 Punkte Unterschied. Das wird echt in der Rückrunde noch richtig haarig. Und auch unten. Es ist schön, dass es aber so spannend ist. Dass man bis zum letzten Spieltag die Chance hat, sich zu qualifizieren oder noch um irgendwas fighten muss. Ist doch langweilig, wenn man schon 4 Spieltage vor Schluss ja, alle Entscheidungen hat. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Jetzt kommt Olaru mal. Olaru! Ja, guter Schuss. Auch einfach mal aus dem Nichts heraus. Und dann der Eckball. Wir haben hier nur... Gut, Baku als Linksfuß müssen wir machen. Ich will ihn möglichst immer zum Tor hinziehen. Ja, da löst sich Serda ganz gut. Und jetzt Musa vielleicht. Aber natürlich steht da wieder einer dazwischen. Ja, wir halten auch hier gut mit. Also Wolfsburg klar mit der einen Chance. Daraus haben sie halt das eine Tor gemacht. Achtung, Pressing. Aber auch mit der Hertha mittlerweile befreien wir uns aus solchen Situationen. Die Gladbacher führen... Oh, in München, die spielen heute gegeneinander. Nicht schlecht. Oh, guter langer Ball auf Forbes. Der war sehr, sehr lang in der Luft. Oh, und Jinma kommt nicht ran. Schade. Und dann ist das halt auch wirklich so ähnlich wie in unserer Eintracht-Karriere. Wolfsburg macht echt nicht so viel. Hat halt aus ihrer ersten Chance wieder ein Tor gemacht. Hohes Pressing haben sie, auf jeden Fall. Aber sind halt hinten auch nicht ganz sicher. Und dann laden wir sie halt immer wieder ein. Das kriegen wir halt auch hier in unserer Hertha-Karriere nicht raus. Dass wir auch hier die Gegner immer wieder einladen. Boah, wie zum Beispiel hier, Achtung Adli. Ja, nee, das wird das zweite Ding werden. Und zwar jetzt im Nachgang. Nee, wird's nicht. Weil wir das noch irgendwie hinkriegen. Aber jetzt stehen wir mal dazwischen. Wahnsinn, wie wir die Dinger fast schon wieder selber reinhauen. Jetzt Olaru im richtigen Moment auf den Jinma. Komm, allein gegen alle. Justin Jinma, das kann der Ausgleich sein. Muss er eigentlich. Ja, der muss rein. Die großen Chancen. Dann wünsche ich mir halt nochmal irgendeinen ja, abschlussstärkeren Spieler, wie auch immer, der die Dinger dann halt auch reinmacht. Weil so Dinger musst du machen. Das ist einfach ein Pflichtding. Wenn du hier einen Punkt mitnehmen willst. Zerda, nächste Chance. Aber wir kriegen die Chancen auch so. Also nach dem Eckball und so weiter, wenn wir da drauf bleiben, wenn wir da
uns weiter vorspielen, dann bekommen wir die Chancen auch so. Bradley. Da kommt Musa vielleicht im Doppelpass. Oh, zu schnell. Und Busio, komm, der kann doch zirkeln mit rechts. Ah, warum nicht mal mit links? Der hat doch schon den Ball auf seinem linken Fuß gehabt. Schade. Aber wir sind besser. Klar, Wolfsburg hat auch Chancen, so ist es nicht. Aber ich glaube, vom Gefühl her sind wir einen Tick stärker. Aber wir müssen das auch in Tore mal ummünzen irgendwann. In diesem Spiel. Achtung, Wolfsburg wieder. Wahrscheinlich mit der nächsten Chance. Zweite Chance, zweites Tor. Oh, Achtung, kein Elfmeter. Da kommen wir einfach nicht in den Zweikampf rein und Obig ist diesmal da. Da kannst du noch so gut stehen. Die finden immer wieder eine Lücke. Und irgendwie immer einen Weg, sich da nochmal rumzudrehen. Das ist ganz, ganz schwer. Achtung, Kopfball geht aber... Oh, drüber, ja. Von Moritz Jens haben wir weggeguckt. So, entscheidend ist halt, dass wir hier diese erste Pressinglinie, dass wir die schnell überspielen. Und dann haben wir hier auch Lücken. Musa. Kann sich da vorbeischlängeln? Nee. Ist zwar schnell, aber nicht gegen Perwan. Der den Ball nur wegschlagen kann. Ach, gegen Perwan, gegen Jens da außen. So, jetzt hinten Forbes läuft ein. Nee, ist aber auch eine schlechte Flanke. Ist zwar alles schön und gut, die Versuche sind okay, aber die Bälle müssen halt auch ankommen. So, Forbes ins 1 gegen 1, da kannst du nicht reingehen, weil das verlierst du immer. Mal versuchen, hier ins 1 gegen 1 zu gehen. Ah, guck mal, jetzt auf einmal klappt's. Gutes R1-Dribbling, schöne Flanke. Nee. Die Flanke wieder direkt in den Gegner. Das, wie gesagt, geht nach wie vor nicht in meinen Kopf rein. Auch nach so vielen Jahren FIFA und EA FC und wie es nicht sonst noch heißen mag. Da ist so ein großer Radius drumherum und die flanken den immer in den Mann rein. Aber es ist ein schönes Spiel hier. Guck mal, viele Schüsse, mehr Ballbesitz für uns, aber das langt halt nicht. Ich brauche vorne so einen Brecher. So ein Lassmit zum Beispiel. Probieren wir den einfach mal. Nusa, der macht das heute wieder ein bisschen besser. Forbes auch. Vorne fehlt halt so ein bisschen die Kopfballpräsenz. Da hoffe ich mir jetzt halt durch Lassme mit seinen, ich glaube 1,94, 95 oder so ist er. Also mit seinen fast 2 Metern da irgendwas hinzukriegen. Und dann die Frage, oh, die haben aber großes Vertrauen in ihren Keeper. Schade. Der hätte sich den doch mal einfach selber reinlegen können. Schade, schade. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Busio, schön gemacht. Wir sind sofort wieder da und Lassme ist auch direkt da. Erste Chance. Und wieder machen wir die Dinger nicht rein. Und deswegen gewinnst du halt auch so ein Spiel dann am Ende nicht, wenn du diese Dinger nicht machst. Glasklare Torchancen. Und wenn du da halt nochmal so 1, 2 etwas kaltschnäuzigere Spieler vorne hättest, die halt auch einfach mal so ein Ding reinmachen. Dann wäre das halt nochmal was ganz anderes, aber dann würden wir auch um die Meisterschaft schon mitspielen, was wir natürlich noch nicht tun. Noch nicht, aber Ularu, und der muss jetzt rein. Seada! Jawoll! Endlich! Wurde auch Zeit. Wir haben gut gepresst vorne, wir haben es halt immer nur nicht komplett ausgespielt bekommen und jetzt endlich klappt's. Hier auch wieder schön gespielt, 1, 2 Mal direkt und dann Serda aus 9 Metern, 9 bis 10 Metern. Da kann er sich die Ecke ausruhen. Also der muss dann halt rein. Egal, ob da jetzt Serda, Lassme oder was weiß ich steht. Aber wir haben auch so Dinger schon verschossen. Und ich muss sagen, diese Mannschaft, die ist so von Saisonbeginn an bis jetzt, die haben sich richtig, richtig schnell und gut entwickelt. Also gerade so das Mittelfeld, die jetzt aus Leuten mit einer 77, 78 bestehen, das ist schon eigentlich richtig stabil. Das sind eigentlich gar keine Werte von irgendeinem Aufsteiger. Aber gut, Suazerda zum Beispiel, der war ja auch verliehen, der hat ja auch woanders dann regelmäßiger gespielt. Dann Busio, das war auch ein Glücksgriff mit seiner Stärke. Ularu genauso, also da muss halt auch Glück haben, dass die Spieler einschlagen. Dazu haben wir noch Brabek in der Innenverteidigung, der jetzt auch eine 74 hat oder 75. Hätte ich halt auch nie gedacht. Und es geht weiter hier, wir sind ja noch nicht am Ende dieses Spiels. Aber aufgepasst. Václav Czerny über die Außen. Und dann müssen wir es hier irgendwie zukriegen. Achtung, das geht nicht. Oh, und Urbich hält diesen Ball. Ausrufezeichen. Sonst gehen die Dinger immer mit 500 km/h in die Maschen rein.
Ja, hat ein bisschen Angst gehabt. Klar, die Innenverteidiger, der Keeper, das macht schon Eindruck, ey, verstehe ich. Aber Achtung, wieder Václav Czerny. Nee, kein Foul. Kein Foul. Und wieder die Chance umzuschalten. Wir sind viele Leute vorne, unten. Lasme kriegt den auf Nusa. Ja, gegen Mähle. Und jetzt brauchen wir... Oh, Forbes ist vorne frei. Jawohl, was für ein Pass. Überragendes Zuspiel. Und kein Abseits. Wahnsinn. Er kann selber kaum glauben, dass der Ball ankommt. Das ist Nummer 1. Dass der Ball richtig wie an der Schnur gezogen auf Forbes kommt, dass er den gut mitnimmt. Und dann natürlich unter die Latte hier Nusa. Das ist ein sensationelles Zuspiel. Über die Hälfte des Platzes. Und dann eine Drehung. Wow. Also ich würde fast schon sagen, nach dem Schlenzer von Busio gegen die Bayern ist das das zweitschönste Tor. Nee, Und nach dem von Forbes gegen Augsburg ist das das drittschönste Saisontor, glaube ich, das wir geschossen haben. Weil, ja, das Gesamtpaket hat einfach gestimmt. Wir haben gekontert und dann spielt Nusa einfach diesen Ball über 30, 40 Meter. Und dann kommt natürlich alles zusammen. Forbes nimmt den Klasse mit und dann macht er halt die schwierigeren Dinger. Weil die leichten Dinger aus 5 Meter, die kann ja jeder machen. Aber er macht dann halt auch diese Dinger. Der ist schon wieder vorne, Junge. Ich glaube, der ist jetzt in dem richtigen Hoch. Genauso wie Lasme. Oh, es war ein bisschen übermotiviert. Aber genau das ist es, ey. Ein bisschen Spielglück brauchst du immer in der Saison und auch gegen so Gegner. Aber anhand von solchen Toren, wenn so Dinger halt dann auch reingehen. Sensationell. Richtig, richtig schön gemacht. Ja, und wir haben Wolfsburg richtig gut im Griff. Also bislang Halbzeit 2. Gut, das eine Ding davon, ich glaube, Czerny war es, wo dann Urbich da war. Da hatten wir auch ein bisschen Glück. Der hätte halt auch reingehen können, aber ist er nicht. Und von daher führen wir jetzt erstmal. Aber Achtung, Wolfsburg kommt über Swanberg. 50-50 Entscheidung wieder. Ja. Gut dazwischen, gut dazwischen. Und jetzt die Chance. Lass mir, wenn er den sensationell durchkriegt. Aber Wimmer ist auf einmal schneller als Forbes. Forbes bleibt aber dran. Komm, setz dich doch durch. Oh Mann, der ist doch schon vorbei. Er ist doch schon vorbei. Schade, ey. Wenn der Ball auch noch durchgekommen wäre auf Forbes. Der hat genau im richtigen Moment den Weg gemacht. Aber dann war leider ein Wolfsburger dazwischen. Ey, schade, schade. Und jetzt aufgepasst, Wolfsburg. Hat ein bisschen zu viel Platz. Wind gegen Brabeck. Oh, Kempf muss da hin. Achtung, erste Grätsche klappt, die zweite auch. Und Obich ist wieder da, der uns heute auch mit ein paar Paraden hier natürlich vor dem Ausgleich bewahrt. Weil in anderen Spielen sind die Dinger drin. So, Eckball, aufgepasst. Ist gerade schon mal gut gegangen für uns. Mal gucken, vielleicht nochmal. Ja, diesmal leider nicht. Wimmer, Achtung. Nur stehen. Irgendwann müssen wir zuschlagen, aber nicht im Strafraum. Da schon mal gar nicht. Aber irgendwann. Irgendwann. Oh, am besten jetzt. Und wieder Obich. Also der holt heute auch echt ein paar Dinger raus. Das ist Wahnsinn. So, Bradley, mal die Linie entlang spielen. Da wartet nämlich wieder Nusa gegen Jens. Oh, wir haben so viel Platz vorne. Da ist ja keiner mehr. Lasme. Kann auch noch sein Tor machen. Lasme macht er alleine. Und macht die Entscheidung. Weil das Torwart-Eck auf einmal aufgeht. Und die Serie geht weiter und weiter und weiter. Und will gar nicht aufhören. Gut, der Angriff, guck mal, wir haben die mit 3-4 Mann überspielt. Das ist ja Wahnsinn. Die waren wahrscheinlich dann alle vorne, haben riskiert. Und dann fällt's halt. Hier, Lasme. Vorbei an Perwan, muss ins leere Tor einschieben. Und dann gewinnen wir auch hier in Wolfsburg. Jetzt fangen wir auch noch auswärts an, hier regelmäßig Siege zu holen. Das ist ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Wenn ich mich im Winter dann noch ein bisschen verstärke, dann will ich ja gar nicht wissen, wie die Rückrunde läuft. Also, wie gesagt, die Hinrunde ist super. Sensationell, aber darauf dürfen wir uns natürlich nicht ausruhen. Aber ihr seht auch so mit einer Aufsteigertruppe. Also Hertha ist jetzt kein klassischer Aufsteiger wie, was weiß ich, jetzt Heidenheim oder ihr wisst, was ich meine. Jetzt schauen wir erst mal auf Lasme. Der will noch ein Ding machen. Lasme abgefälscht. Kriegt aber nochmal einen Eckball, ja. Den machen wir jetzt nochmal ganz kurios. Vom Fünfer weggedreht. Forbes, ja, auch gut. Olaru, und das dürfte es, glaube ich, gewesen sein.
Genau, also Schlusspfiff nach 94 Minuten. 3-1 Auswärtssieg in Wolfsburg. Wir bleiben weiter oben. Setzt uns erstmal von Wolfsburg ein bisschen ab. Die wären nämlich auch bei einem Sieg wieder rangekommen. Und wir sind, so blöd sich das anhört, auf Kurs Champions League. Ein sensationelles Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit. Bayern und Gladbach nehmen sich die Punkte gegenseitig. Die spielen sogar für uns. Also, um es jetzt mal blöd zu sagen, wenn die oben sich immer gegenseitig die Punkte nehmen. Jetzt kommt das nächste Spitzenspiel gegen Stuttgart. Ich wollte gleich noch was zu Ende führen. Wir gucken uns gleich nochmal die Tabelle an. Spielerverlust droht, das wäre natürlich jetzt auch bitter. Jetzt haben wir nochmal eine englische Woche. Nationaltrainer-Offerte Ungarn, nee. Spielerverlust droht von Niacin Maolida. Gut, weil er nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, das ist okay. Das darf er gerne machen. Uns fehlen offensichtlich wieder die Ansprüche. Wir sind Aufsteiger, weißt du, spielen eine super Hinrunde, sind jetzt Vierter. Haben sogar einen Punkt vor den Bayern Vorsprung. Und nur noch 3 Punkte hinter der Spitze. Also wir greifen die Meisterschaft an, würde ich sagen, oder? Aber auch Stuttgart, die sind auch nur 7 Punkte dahinter. Also das ist sehr geil, dass die Hälfte der Liga Meister werden kann, theoretisch. Auch Mainz und Leipzig haben nur 10 Punkte Rückstand und unten kämpft halt die halbe Liga um den Klassenerhalt. Also ich muss nochmal dazu sagen, dass jetzt Hertha, das wollte ich noch zu Ende führen, dass sie kein klassischer Aufsteiger sind, wie jetzt zum Beispiel, ja, wen nehmen wir jetzt als Beispiel? Jetzt zum Beispiel Heidenheim, ne? Also Heidenheim hat ja nicht unbedingt die Ambition, sich irgendwo dann fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Ja, aber bei der Hertha, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch irgendwann mal wieder ein bisschen weiter oben sein wollen. Oder, was weiß ich, jetzt zum Beispiel Darmstadt, oder Paderborn, wenn die aufsteigen, oder St. Pauli. Die haben ja eher die Ambition, die Klasse zu halten. Und die Hertha, die hatte halt schon von Beginn an richtig guten Kader in der zweiten Liga. Den haben wir ja weitestgehend zusammengehalten. Wir haben ja nur punktuell dann Spieler verkauft, Spieler gekauft. Ich hatte natürlich auch Glück mit Busio und Brabeck unter anderem. Und Olaru, ich glaube, Olaru auch, der war auch freier Spieler. Dass die halt so gut eingeschlagen haben. Ich muss jetzt gerade mal gucken, Transferverlauf. Mein Verein. Wen haben wir denn alles umsonst bekommen? Also Brabeck war gratis. Gut, Olaru, da mussten wir ein bisschen Geld für zahlen. Bradley ist geliehen. Busio haben wir auch 16 Millionen bezahlt. Okay, dafür haben wir aber Buchalakis verkauft. Forbes haben wir gekauft. Haben natürlich aber auch durch den Aufstieg. Guck mal, wir haben Karbovnik verkauft. Wir haben John Joey Kenny verkauft. Previak verkauft. Hier haben wir einen Spielertausch mit Kanga und Lasme. Ein Jinma. Also klar, ein bisschen Geld haben wir auch wieder ausgegeben. Durchs Forza kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Und so bauen wir uns hier nach und nach, Stück für Stück. Wie gesagt, das nächste Puzzleteil ist es wahrscheinlich nochmal einen besseren Rechtsverteidiger zu holen. Vielleicht einen besseren Stammkeeper, dann kann halt Obig auf die Bank und vorne einen Jinma. Da kann ich vielleicht auch nochmal nach einem vernünftigen Keeper dann gucken. Wenn wir das Geld dann haben, dann hole ich aber erstmal die beiden Jugendspieler. Und bis dahin hoffe ich, es gefällt euch weiterhin die Karriere. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Es wird nämlich nicht viel weniger spannend. Gegen Stuttgart sind auch nur 4 Punkte hinter uns. Das wäre natürlich Bombe, wenn wir da auch unsere Serie fortführen können. Also, wir werden sehen. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.